Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal kurz die wichtigsten Neuerungen im Spiel zeigen, die mit dem Update 0.7.8, dem Pets V2 Update zu Hypixel Skyblock hinzugefügt wurden. Insgesamt wurden 16 neue Pets hinzugefügt, die man wie die 28 davor auf verschiedene Wege bekommen kann. Wie man in der Tabelle sehen kann, kann man beispielsweise durch das Craften das Schweinepet oder das Skelettpet bekommen. Beim Zoo-Event gibt es auch einen Affen und einen Elefanten zu kaufen. Beim Spooky-Event könnt ihr euch nun auch eine Katze kaufen. In der Dark Auction gibt es nun eine Qualle. Dann kann man noch von den Mobs, wo man Slayer grindet, ein Ghoul oder ein Tarantula-Pet robben. Es gibt auch noch einen Hound, wobei ich aber noch nicht mit Sicherheit sagen kann, wo genau man diesen bekommen kann. Zudem gibt es auch noch ein Yeti-Pet, welches wahrscheinlich ein Drop von dem Yeti ist. Beim Abbauen von Erzen kann man nun auch ein Steinpet bekommen. Beim Besiegen des Endstone Golems, welcher sich im Dragon Nest befindet, kann man wahrscheinlich auch das Golem-Pet bekommen. Und dann gibt es noch ein Delfin-Pet, bei dem ich auch nicht zu 100% sagen kann, wie man es bekommen kann. Aber ich denke mal, dass dieses Pet einfach beim Angeln droppen kann. Mit den neuen Pets wurde auch ein neuer Skill ins Spiel eingefügt, nämlich der Taming Skill, den ihr levelt, indem ihr einfach eure Pets levelt. Dieser Skill gibt euch prozentual mehr Pet XP und auch mehr Pet Luck. Pet Luck ist auch ein neuer Stat, der dafür sorgt, dass ihr häufiger Pets droppt. Und beim Craften von Pets ist durch Pet Luck die Chance höher, bessere Pets zu craften. Neben dem Leveln vom Taming Skill kann man auch noch Pet Luck Tränke benutzen, um das Pet Luck zu erhöhen. Dieses schaltet ihr mit Level 8 in der Hasen Collection frei. Im Pet Menü haben wir unten nun auch einen Diamanten und dort sehen wir unseren momentanen Pet Score, welcher uns zusätzlich Magic Find gibt. Um diesen Score zu erhöhen, sollte man möglichst viele einzigartige Pets mit einer möglichst hohen Rarität haben. Im Hub gibt es nun in dem Haus von Bär auch nur noch 3 weitere NPCs, welche sich mit Pets beschäftigen. Angefangen mit Cat, welche wir unten im Garten finden. Hier können wir unsere Pets geben, damit sie die Rarität der Pets erhöht. Je nachdem, welche Rarität euer Pet hat, dauert dieser Vorgang länger und kostet auch mehr Coins. Zudem müsst ihr den Taming Skill auch auf einer gewissen Stufe haben. Denn um beispielsweise einem Epic Pet zu einem legendären Pet zu machen, benötigt man das Taming Level 20. In der untersten Etage finden wir dann noch Sock. Dieser verkauft Pet-Items, welche zusätzlich die Stats von Pets verbessern. Ein Pet kann dabei immer nur ein Pet-Item gleichzeitig tragen und ihr könnt das Pet-Item nicht wieder von eurem Pet wegnehmen. Wenn ihr dem Pet ein neues Item gebt, wird das alte also einfach überschrieben. Bei den Pet-Items gibt es einmal Items, welche die Skill-XP erhöhen, welche die Pets bekommen. Aber dabei zählt die Erhöhung der Skill-XP wirklich nur für die Pets und nicht für euch selber. Und die anderen Items, welche es gibt, sind mehr auf den Kampf ausgelegt, denn die erhöhen zum Beispiel euren Crit-Schaden oder wie viel Defense ihr habt. Neben den Pet-Items, die man im Shop kaufen kann man auch welche craften, wie beispielsweise das Textbuch, welches ihr mit Level 10 in der Lapis-Lazuli Collection freischaltet. Oder den Luck Clover, für den ihr einen Luck Clover Core braucht, welcher vom Carrot King droppen kann. Und einige Pet-Items kann man scheinbar auch von Mobs droppen, denn wenn man einmal bei den Drops von Sea Creatures nachschaut, findet man dort bei einigen Sea Creatures auch einen Fishing XP Boost als Drop aufgelistet. Um nun eurem Pet ein Item zu geben, müsst ihr zunächst das Pet aktivieren, welches das Item bekommen soll. Anschließend nehmt ihr das Pet-Item einfach in die Hand und macht einen Rechtsklick. Danach sollte euer Pet schon das Item ausgerüstet haben. Oben im Haus finden wir dann auch noch George und bei ihm können wir dann ungewollte Pets verkaufen, wobei man hier nicht wirklich viele Coins für seine Pets bekommt. Neben den neuen Pets wurden auch einige Änderungen an bereits im Spiel existierenden Pets vorgenommen. Beispielsweise der Tintenfisch hat auf der epischen Stufe nicht länger den Bonus auf Fishing XP, dafür hat der epische Tintenfisch nun bereits den Bonus für den Inquant. Die restlichen Änderungen für bereits existierende Pets findet ihr auch in den Patch Notes, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Eine weitere nützliche Änderung ist auch, dass Fishing und Mining Pets nun 50% mehr XP bekommen, da diese beiden Skills doch deutlich aufwendiger zu leveln waren. Zudem gibt es in der Karotten Collection nur noch Pet Candy, welches eurem Pet XP gibt. Bei den Pet Candies gibt es insgesamt 3 verschiedene Arten. Einmal welche, die eurem Pet 10.000 Pet XP geben, dann 50.000 Pet XP und 250.000 Pet XP. Jedoch kann ein Pet maximal 10 Candies in seinem gesamten Leben essen und die Pet XP, die ihr durch die Candies bekommt, zählen auch nicht zum Taming Skill dazu. Neben den ganzen Neuerungen rund um den Pets kann man nun auch den Speed Talisman upgraden. Zudem machen Angeln nun nur noch Schaden am Fishing Mobs, um AFK Gasfarm vorzubeugen, und in den kommenden Wochen soll wohl auch ein Alpha-Test für Dungeons stattfinden. Das waren dann aber auch schon die wichtigsten Neuerungen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der neuen Pets ihr am besten findet, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!